Kennst du dieses seltsame Gefühl in den Tagen nach Weihnachten? Der Trubel ist vorbei, die Welt scheint den Atem anzuhalten. Und oft wissen wir gar nicht mehr genau, welcher Wochentag eigentlich ist. Es ist, als würde die Zeit stillstehen. Und weißt du was? Energetisch betrachtet tut sie das auch. Wir nennen diese Phase die Zeit zwischen den Jahren. Ein toter Winkel im Kalender, ein Riss im Gefüge der Realität, durch den wir leichter atmen, tiefer fühlen und klarer sehen können. In alten Traditionen nennt man diese Zeit die Rauhnächte. Doch viele sind nicht achtsam genug. Sie stolpern erschöpft vom Weihnachtsstress direkt in den Silvesterkater und wundern sich dann, warum sie sich im Januar leer und orientierungslos fühlen. In diesem Video zeige ich dir, warum du das Jahr 2026 nicht ohne dieses uralte Ritual beginnen solltest. Ich erkläre dir den entscheidenden Unterschied zwischen den dunklen Sperrnächten und den magischen Rauhnächten und wie du diese Zeit nutzt, um dein Leben neu auszurichten. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Nature Stars, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Warum gibt es diese Zeit überhaupt? Der Ursprung liegt nicht in der Religion, sondern in den Sternen. Unsere Vorfahren lebten nach dem Mondjahr. Ein Mondjahr hat aber nur 354 Tage. Unser Sonnenjahr hat 365 Tage. Rechnest du nach, merkst du, es fehlen 11 Tage und 12 Nächte. Diese Zeit existiert im Mondkalender schlichtweg nicht. Es ist eine Zeit außerhalb der Zeit und genau deshalb sind die Schleier zur geistigen Welt hier besonders dünn. Aber bevor wir das Licht einladen können, müssen wir uns der Dunkelheit stellen. Viele glauben, die Zwischenzeit beginnt erst Ende Dezember, doch energetisch starten wir viel früher, mit den Sperrnächten. Diese finden vor der Wintersonnenwende, vor dem 21. Dezember statt, ab dem 8.12. Der Name ist Programm. Früher wurde das landwirtschaftliche Gerät in die Scheunen gesperrt. Die Arbeit ruhte. Für uns bedeutet das heute Inventur. Du kannst keine neuen Möbel in ein Zimmer stellen, das bis zur Decke mit Altlasten vollgestopft ist. Die Sperrnächte sind deine Zeit zum Aufräumen, materiell, indem du entrümpelst, und emotional, indem du vergibst und loslässt. Energetisch kannst du diesen Prozess mit Räucherwerk unterstützen. Weißer Salbei ist hier traditionell der Klassiker, dem nachgesagt wird, stagnierende Energie aus den Ecken zu vertreiben. Wenn du genau wissen willst, wie man sich räuchert und welche Kräuter beim Loslassen unterstützend sein können, schau gerne auf meinem Kanal Living Herbal Wisdom vorbei. Ich verlinke ihn dir oben rechts im Eck. Aber das Wichtigste ist, schließ das alte Jahr ab, bevor du das neue planst. Wenn die Arbeit getan ist, öffnet sich das Tor. Am 24. bzw. 25. Dezember beginnen die Rauhnächte. Die Legenden erzählen von der wilden Jagd. Odin oder Wotan braust mit seinem Geisterheer durch den Winterhimmel. Früher hatten die Menschen Angst davor. Sie hatten nicht das Wissen, was wir heute haben. Daher kommt auch der Brauch, keine Wäsche draußen hängen zu lassen, damit sich die Geister und andere Wesen aus der Anderswelt nicht darin verfangen. Heute interpretieren wir das anders. Es ist eine radikale Einladung zur Ruhe. Die Wäscheleine kann leer bleiben. Für viele ruht auch die Arbeit zwischen den Jahren. Wir kehren nach innen. Jede der 12 Rauhnächte steht symbolisch für einen Monat des kommenden Jahres. Die erste Nacht ist der Januar, der zweite der Februar und so weiter. Alles, was du in diesen Nächten träumst, fühlst oder erlebst, kann ein Hinweis auf deine Zukunft sein. Es ist, als würdest du einen Blick in die Zukunft werfen. Um diese Visionen zu empfangen, werden traditionell gerne Kristalle wie der Bergkristall für Klarheit und der Amethyst für die Öffnung des dritten Auges genutzt. Auch dazu findest du meine Empfehlung in der Videobeschreibung unten verlinkt. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay Nicole, aber wie mache ich das konkret? Das bekannteste Ritual ist das 13-Wünsche-Ritual. Du schreibst vor Beginn der Nächte 13 Wünsche auf kleine Zettel. In jeder der 12 Nächte verbrennst du einen Zettel, ungeöffnet. Diese Wünsche übergibst du dem Universum, doch ein Zettel bleibt übrig. Das ist der 13. Wunsch, und um diesen musst du dich im neuen Jahr selbst kümmern. Es ist eine magische Reise zu dir selbst. Du brauchst dafür nicht viel. Eine Kerze, ein Journal und die Bereitschaft hinzuhören. Die Zeit zwischen den Jahren ist ein Geschenk. Packe es dieses Jahr bewusst aus, damit du im Trubel der Feiertage nicht den Überblick verlierst, wann ist welche Nacht, was muss ich heute räuchern, habe ich 2 Dinge vorbereitet. Werbung. Für den Einstieg. Meine 0 € Rauhnachtskalender und Guide. Daran findest du alle Daten, die Sperrnächte-Checkliste und die Anleitung für die 13 Wünsche. Den Link zum Download findest du hier direkt unter dem Video in der Beschreibung bzw. den Shownotes.
Für die Tiefe. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, dann hol dir meinen Rauhnachtsjournal. Dort findest du für jede Nacht und Monat im kommenden Jahr Reflexionsfragen, passende ätherische Öle, Räucherwerk und passende Rituale vorbereitet. Und das Beste, wir treffen uns in den Rauhnächten jeden Abend zu einer Silent Live Session, wo wir gemeinsam bei Kerzenschein journalen. Du bist also nicht allein. Starte nicht blindlings in das neue Jahr. Gestalte deine Realität bewusst. Und wenn du jetzt denkst, oh nein, ich bin zu spät dran, lass dir sagen, du darfst die Schwer- und Rauhnächte gerne in deinem eigenen Tempo begehen. Ich gebe dir hier nur eine mögliche Struktur vor, so wie ich die Zeit zelebriere. Ich freue mich, wenn wir uns in den Rauhnächten sehen. Danke, dass du heute dabei warst und mit mir die Energien der Rauhnächte erkundet hast. In den Shownotes findest du Werbung, Links zu einigen Produkten und Ressourcen, die ich in diesem Video erwähnt habe. Abonniere diesen Podcast, aktiviere die Glocke und teile ihn mit Menschen, die ebenfalls von diesen kraftvollen Impulsen profitieren könnten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir in den Kommentaren. Wie nimmst du die Zeit zwischen den Jahren wahr? Welche Gedanken oder Impulse nimmst du aus dieser Folge mit? Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.